Kleine voll integrierte Reisemobile, voll im Trend, fast Kastenwagenmaße gibt es auch von Carthago, aber hier ist ein bisschen breiter. Grüß dich, Andreas, mal rein. Hier vorne haben wir einen großen Bericht gemacht über das Fahrzeug hier. Es ist ein absoluter Topseller bei dir. 2 Meter und etwas über 10 Breite. 2,12 Meter ist der Breite, das ist ein Kompaktline i143. Ja. Stell ich mal kurz davor, Arme breit. Arme breit, die Nummer. Genau, die Nummer, dass wir das mal sehen. Also ihr seht, der ist so breit wie der Andreas. Und jetzt gehen wir mal vor den Chick C-Line 5.0 QB. Und da wirst du ein bisschen Probleme haben. Da geht das nicht ganz so gut. Hier nochmal die Nummer. Ja, die Nummer. Also der ist ein bisschen breiter. 2,27. Sehr gut, du lernst das noch, du kannst bald hier anfangen. 2,27 Meter ist der normale Carthago breit und der Kompaktline halt 15 cm schmaler. Das ist jetzt ein C-Line 5.0 QBL. Das heißt, der ist also nochmal 30 cm länger als wie der ganz normale 5.0. Der hat jetzt eine Länge von 7,78 Meter. 7,78, viel Platz drin, ein bisschen breiter, trotzdem sehr, sehr kompakt. Sind wir über 3 Meter? Von der Höhe her? Ja. Nein, 2,89 Meter. 2,89. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist die Höhe, die Breite, die Handlichkeit. Das ist ein Fahrzeug, was speziell in südlichen Ländern besonders gut geeignet ist. Geht aber auch im Norden, denn sie haben alle Doppelboden. Sie haben alle Doppelboden, den sogenannten Klimaspeicher-Doppelboden haben die Fahrzeuge drin. Und natürlich eine extremst geräumige Heckgarage, wo wir dann auch Fahrräder oder Motorroller mitnehmen können. Und halt hier kann man direkt schon mal reinschauen in diesen Klimaspeicher-Doppelboden. Da kann man jetzt, ich sag mal, lange Dinge reinbringen. Der geht also bis zur anderen Seite rüber. Hier liegt nochmal separat die Batterien drin. Die werden auch nochmal von einem Heizungsrohr mit angestrahlt, sodass die auch im Winter nicht im Kalten stehen. Das ist also schon jetzt hier ein Auto, wo du das ganze Jahr, ich sag mal, in allen Gefilden mit unterwegs sein kannst. Ja. Es ist vom Aufbau her wie so ein Liner aufgebaut mit dem Doppelboden, der komplett auch wärmeumströmt ist. Und hier sieht man, preislich ist das natürlich teurer wie bei einem anderen voll integrierten, der keinen Doppelboden hat. Und auch die Verarbeitung der Chick C-Line, wo wird der gebaut? Der Chick C-Line wird in Odrančić gebaut, in unserem Werk in Slowenien. Ist das das neueste Werk? Nee, das ist nicht das neueste Werk. Wir haben jetzt gerade letzte Woche Samstag haben wir das neueste Werk in Slowenien eröffnet. Da wird aber exklusiv nur der Kastenwagen gebaut, also der Malibu Van. Da wollen wir dann natürlich noch mal mehr Stückzahlen vom Malibu Van mit auf den Markt bringen. Ja, die Verarbeitungsqualität, siehst du den Unterschied zwischen, ich sag mal, den in Deutschland gefertigten? Nein, überhaupt nicht. Also die Qualität von den Fahrzeugen, die aus Slowenien kommen, die sind wirklich absolut perfekt verarbeitet, die Fahrzeuge. Da gibt es keinen Unterschied zu den Fahrzeugen, die hier gebaut werden. Ja, also noch, weil viele ja sagen, ja, muss unbedingt Made in Germany sein. Die Lohnkosten natürlich in Slowenien ganz anders. Viel wichtiger ist aber auch die Verfügbarkeit natürlich von Handwerkern. Das ist ja oft das Problem, was man in Deutschland hat. Du willst in einem Werk bauen, brauchst vielleicht noch 1000 Leute, die aber erstmal zu kriegen. Die Slowenen sind unglaublich stolz auf ihr Werk. Du warst schon oft da, oder? Nein, ehrlich gesagt war ich noch nicht so oft da. Ich war erst einmal in Slowenien in dem Werk. Jetzt gibt es aber gerade dieses Jahr im Juni die Händlertagung, die ja jedes Jahr von Carthago Malibu gemacht wird. Und die wird dieses Jahr in Slowenien stattfinden. Dann werden wir auch erstmalig das neue Werk zu Gesicht bekommen. Im Moment kenne ich auch nur das, was die Zuschauer halt jetzt auch aus dem Internet kennen. Ne? Ja, jetzt schau mal hier hin. Der Vollintegrierte hat natürlich den Vorteil, er ist viel zeitloser. Der Werterhalt deutlich besser als beim Teilintegrierten, weil der Teilintegrierte natürlich jetzt im Moment aktuell aussieht, weil das ist ja das ganz aktuelle Fahrzeug von Mercedes-Benz, was hier drunter ist. Aber gibt es hier Modellwechsel, Modellpflege, dann hast du quasi schon wieder ein altes Triebwerk. Viele sagen, ist mir egal, aber für den Werterhalt ist es natürlich nicht so toll. Ja, das ist so. Beim Teilintegrierten sieht man ja direkt, was drunter steckt. Ne? Hier sieht man jetzt den neuen Sprinter. Hier vorne sehen wir den ganz, ganz neuen Carthago mit einem Fiat Ducato drunter. Haben ein eigenes Video drüber gemacht. Der genau auch jetzt in Schneeweiß ist und nicht mehr in dem Creme. Ne? Das ist ein C-Line und trotzdem schneeweiß. Das ist ein ganz neuer Fiat 9 drunter. Und von daher
klar, wenn da ein Modellwechsel ist von den Chassisherstellern, dann sieht man es direkt. Der Vollintegrierte kaschiert das natürlich so ein bisschen, was da drunter steckt. Ne? Ja, sieht sehr schick aus. Ihr wurdet für euer Design belohnt, weil es nicht nur schick ist, sondern auch sehr platzsparend. Das heißt, du hast eine ganz kurze Schnauze und dadurch hast du einen sehr guten Überblick. Also bei vielen kannst du teilweise die Jalousien gar nicht zumachen, weil du nicht rankommst. Hier ist es kein Problem. Ja, ist ja nicht nur die kurze Schnauze, die wir haben, sondern wenn man auch schaut, wir senken das Armaturenbrett ja nach vorn hin deutlich ab und somit habe ich von der Sitzposition aus schon nach 2,77 Meter den Überblick über die Fahrbahn. Das ist auf einer Autobahn ja vielleicht gar nicht so wichtig, sondern viel mehr genau, da sieht man es nochmal, sondern viel mehr halt beim Rangieren auf einem Campingplatz oder so, da ist mal schnell ein Blumenkübel oder ein Poller, der ist übersehen worden. Das ist bei uns dann relativ schwierig, das zu übersehen, weil ich viel näheren Rangierraum halt habe und den auch besser sehen kann. Ja, starker Markt für euch, auch Frankreich. Sieht man hier gerade eben, es gibt wenig Fahrzeuge, die in Frankreich gut funktionieren, weil die Franzosen extrem viel Wert auf gute Qualität legen. Also extrem billige Fahrzeuge, also Fahrzeuge in Frankreich auch extrem gut verarbeitet. Das Doppelbodenkonzept und die ganze Verarbeitung, denn du hast hier keinen Holzaufbau. Franzosen stehen total auf Sandwich, also innen drin ohne Holz. Also ja, genau, dieses Fahrzeug, also der Aufbau ist komplett holzfrei gebaut. Da gibt es also nicht irgendwie ein Ständerwerk, wo dann mit Styropor ausgeschäumt wird oder reingestellt wird, sondern das ist halt eben eine 38 mm dicke Außenwand, sowie auch das Dach. Das ist Außen-Alu, Innen-Alu und dazwischen befindet sich halt so eine RMT-Aufschäumung drin und die nimmt überhaupt gar keine Feuchtigkeit an, die ist verrottungsfrei. Ja? Und von daher habe ich hier also einen Aufbau, der eigentlich für die Ewigkeit gebaut ist. Ne? Also sollte hier mal Feuchtigkeit reinlaufen, kriegst du die auch wieder raus jemals? Also was weiß ich, du hast mal einen Frostschaden, dir läuft irgendwas aus, wenn irgendwas da ist. Ja, also hier gibt es nichts, was in die Wand reinlaufen kann. Nee, es bleibt im Fahrzeug stehen auf jeden Fall. Ja. Natürlich ist klar, dass die Möbel sind logischerweise aus Holz gebaut. Wenn die Möbel natürlich nass werden, dann gibt es dann schon ein Problem, aber das sollte im Regelfall ja nicht sein. Da haben wir ja unseren Klimaspeicher Doppelboden unten und im Regelfall läuft Wasser ja immer nach unten und nicht nach oben. Ne? Du siehst ja schon das neue Cockpit halt drin mit dem voll digitalisierten Tachometer. Dann hat er das Fiat Infotainment-System halt drin mit der großen Navigation, die auch Reisemobilführung mit beinhaltet. Das ist also jetzt schon ein Fahrzeug, das ist absolut up-to-date. Ne? So ein 23er Modell hier. Ja, Look ist immer Oberklasse bei euch. Das heißt, du kriegst einen kleinen Liner, nagelneu. Ja. Kann man sagen, 10 Jahre hat man da locker Freude dran? Ja, also ein Wohnmobil hat eine viel längere Lebenserwartung wie ein Pkw. Da hätte ich jetzt so gesagt 10 bis 12 Jahre ist der durchschnittliche Pkw. Ein Reisemobil, die sieht man auf dem Markt ja locker mit 20 Jahren. Und insbesondere die Karthagos, wenn ich mal jetzt so an die alten Mondials oder so denke. Und wenn man dann sieht, für welche Preise die noch im Markt gehandelt werden, das ist schon exorbitant, wie langlebig die Fahrzeuge auf der einen Seite sind und vor allen Dingen, wie wertestabil die sind. Ne? Ja, hier sieht man sehr schön den Doppelboden. Das Ganze ist verrottungsfrei, auch hier unten und sogar wasserdicht. Ja, es ist wasserdicht. Also der Sinn ist ja, dass das Wasser nicht von außen nach innen kommt. Aber wenn hier jetzt mal Wasser drin stehen würde, das würde hier drin stehen, würde tatsächlich Skischuhe nicht ablaufen oder so. Ja, aber Skischuhe ist ja so ein typischer Einsatz. Genau. Wanderschuhe, irgendwas, was hier reinmachst. Korrekt, ganz genau. Und das kannst du dann einfach wieder auswischen. Das ist überhaupt kein Problem von der Sache. Ne? Da hinten sieht man nochmal, ist leider die Beleuchtung im Zwischenboden nicht an. Die kann ich auch von hier aus schalten. Sieht man nochmal ein großes Stauraummfach. Das können wir uns aber gleich anzeigen. Wenn wir geht sogar tiefer, gell? Das geht richtig tief rein. Da kann man sich auch reinstellen, wenn man das möchte. Das ist auch sehr hoch belastbar. Natürlich haben unsere Fahrzeuge ein Druckwassersystem drin. Das heißt also, ich habe wirklich einen Wasserdruck wie zu Hause. Und was ich auch sehr angenehm finde, ist eben halt hier unseren Gaskasten. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eben wenn ich eine Gasflasche habe und die ist leer, dann kann ich die einfach so wegnehmen, lasse sie gegen mein Bein und setze sie dann darunter. Ich muss sie also nicht aus dem Rücken irgendwo noch rüberheben oder so, weil das ist quasi barrierefrei. Natürlich haben die Fahrzeuge alle eine Duomatik drin mit einem Crash-Sensor. Das heißt also nachts aufstehen und dann die Gasflasche umklemmen, weil jetzt gerade ausgegangen ist. Das ist nicht der Fall. Zu der Dichtung hier möchte ich gleich vielleicht an der Heckklappe was sagen. Dann kann man das vielleicht noch mal besser erklären, warum wir so eine Doppeldichtungsgeschichte da haben. Alufelgen immer? Nee, Alufelgen nicht immer, aber tatsächlich, ich versuche alles, was geht, immer mit Alufelgen zu bestellen.
A, finde ich es optisch sehr gut. B, finde ich die Alufelgen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, die kosten jetzt nicht so ein Wahnsinnsgeld. Die finde ich, das sind einfach das Geld wert in der Ausstattungsliste und sie sparen natürlich auch Gewicht. Sind jetzt keine exorbitanten Werte, die man da spart, aber ist dann doch schon mal schnell 30, 40 Kilo auf ein Auto. Ne? Belastbarkeit? Die Alufelgen eigentlich genau wie die Stahlfelgen. Nee, die Heckgarage. Achso, Entschuldigung. Da konntest du aber jetzt nicht drauf kommen. Ja. Nee, da könnte ich jetzt nicht drauf kommen. Aber um da bei den Stahlfelgen gerade zu bleiben, wenn man so ein Auto dann auflastet, dann auf 4,8 Tonnen zum Beispiel später, dann wird es auch wieder ein Alurad sein, weil das Alurad tatsächlich auch eine höhere Belastbarkeit hat. Ihr habt euch viele Gedanken um das Thema Schwerpunkt gemacht. Fahrbarkeit, Alco-Tiefrahmenchassis hier drin. Genau. Plus, guck mal da, Tanks im hinteren Bereich. Ja. Ganz genau. Also hier sitzt nochmal ein Tank, hier drunter, ich nehme das mal gerade raus, dann sieht man nochmal Querschnitt durch den Boden des Fahrzeugs halt. Ne? Da sieht man den Tank nochmal. Der liegt beheizt. jetzt, wollte gerade sagen, genau, Dankeschön. Der liegt jetzt nicht außen unterm Auto drunter, sondern der ist in einer eigenen Wanne komplett isoliert und nochmal extra beheizt. Der befriert nicht. Und dann gibt es noch einen Tank, die sind miteinander verbunden, quasi im Innenraum. Und der ist aber über einen Füllstutzen ist er zu befüllen und auch zu entleeren. Und hier das heißt aber, das bleibt ewig hier drin, das Wasser, bis es verbraucht wird, oder wird das zeitgleich entnommen? Das wird absolut zeitgleich. Die laufen absolut parallel. Die sind also schon auf einem Level dann unterwegs, wie gesagt, bei der Belüftung, wie auch bei der Befüllung, Entschuldigung, wie auch bei der Entnahme oder beim Entleeren. Hier sieht man jetzt mal so einen Querschnitt durch den Boden halt quasi. Hier sieht man, dass wir im Unterboden auch eine GFK-Platte haben. Das haben wir unten drunter im Fahrzeug einmal komplett, eben damit, wenn Steine, wie jetzt hier auf dem Boden beispielsweise, sich im Profil festsetzen, dann können die kein Loch da reinhauen. Das ist diese Ausschäumung, von der ich eben gesprochen habe. Und oben drüber ist dann eben halt nochmal die Außenhaut drauf. Jetzt, da es jetzt im Kofferraumboden ist das hier mit diesem mit der Sandanstrich halt, damit es nicht rutscht, mit Anti-Rutschbelag versehen. Und genau so ähnlich ist halt eben dann auch das Dach aufgebaut und dann liegt es halt eben so rum. Das ist unsere GFK-Schutzschicht halt und dann haben wir dann die Isolierung dazwischen und innen drin dann Aluminium. Ne? Und die Seitenwände sind eben Alu und dazwischen dann wieder die Aufschäumung. So, ist Heck aus welchem Material? Ganz kurz noch zu den Platten, Außenwand etc. Die stellen wir selber her in unseren Werken. Das heißt, also da sind wir nicht auf Zulieferer angewiesen, außer dass die Rohmaterialien halt kommen, aber wir schneiden die selber. Und beim Schneiden, wenn wir in so ein Loch in so eine Seitenwand reinschneiden, um beispielsweise die Türe hier für die Garage oder den Zugriff für die Garage zu machen, dann machen wir genau aus diesem Ausschnitt, bauen wir dann unsere Türen. Bedeutet, wir haben also eine absolut das gleiche Material, das ist kein Zuliefererteil oder sonst irgendetwas. Das hat exakt den gleichen K-Wert, also den Wärmewert und Isolationswert wie jetzt die Außenwand. Und wir arbeiten dann mit 2 Dichtungen, halt eine Dichtung hier, die jetzt dann innen an der Zarge anliegt, die hält die Wärme drin und die Kälte draußen und eine äußere Dichtung, die halt dafür da ist, um damit kein Schmutz halt jetzt da reinkommt oder Wasser dahinter läuft und womöglich meine Klappe dann im Winter zufriert beispielsweise. Und wenn ich die Klappe jetzt schließe, ja, dann kann ich die ruhig ganz leicht anlegen und wenn ich jetzt hier über diese Verschlüsse halt jetzt nochmal andrücke, dann zieht sich die Klappe auch nochmal so richtig schön an den Wagen an und ich habe hier eine glatte Fläche. Und das Besondere ist, wir haben kein außenliegendes Scharnier. Das ist also hier mit drin. Das heißt, hier kann kein Dreck oder im Winter, wenn Schneematsch kommt, der kann nicht während der Fahrt daran kleben bleiben und mir dann das Türscharnier zufrieren. Das ist also schon ein Auto, was dafür gebaut ist, eben das ganze Jahr auch unter extremen Witterungsverhältnissen, egal ob Hitze oder Kälte, genutzt zu werden. Das Heck hinten ist komplett ein Formteil, das ist dann allerdings schon ein Zuliefererteil, genau wie die Frontmaske halt hinten. Die werden dann halt bei uns im Werk, wenn die dann mit einer speziellen Maschine, werden die dann noch an das Fahrzeug angebaut. Crashboxen, ihr habt euch an den außenliegenden Teilen, die so ein bisschen exponiert sind, Gedanken gemacht, dass nicht gleich das ganze Heck kaputt geht. Ja. Und ist das Heck auch reparabel? Kann man das reparieren? Das Heck ist auch reparabel, also ich sag mal jetzt so eine Kleinigkeit wie jetzt so eine Stoßstange, die kannst du ohne weiteres so tauschen. Die ist auch ganz bewusst eben dann von der Heckwand eben abgesetzt, damit man die eben auch alleine mal tauschen kann, bei einem kleinen Parkrempler oder so auf dem Campingplatz. Aber auch eine ganze Rückwand, selbst wenn die mal richtig beschädigt ist. Also ich habe ja schon einige Reportagen gemacht, auch mit dir, für Fahrzeuge, die auch Heckschäden gehabt haben, wo einer am Stauende hinten drauf gefahren ist. Also man kann auch so eine ganze Rückwand kann man tauschen oder instand setzen. Also man kann die wirklich lange Zeit instand setzen, bevor man sie tauscht. Aber beides ist, ich sag mal, ohne Probleme möglich. Ja, ihr habt euch Gedanken gemacht
um das Thema Stabilität und Fahrsicherheit bei Überschlägen zum Beispiel, wenn es dazu kommt, sehr unangenehm, zerlegen sich solche Fahrzeuge immer in ihre kompletten Einzelteile. Ja. Hierbei wird es ein bisschen schwieriger, weil du hast hierbei natürlich GFK, glaube ich, innen. Ist das korrekt? Oder habt ihr Alu-Alu an den Seitenwänden? Genau. Das richtig ist, dass wir Alu-Alu an den Seitenwänden haben. Und ich glaube, so wie die Kamera jetzt steht, kann man sehr schön sehen, dass hier oben diese Rundung in der Seitenwand halt drin ist. Das heißt also, die Seitenwand steht hier unten, steht in so einem Ringankersystem halt drin. Da wird von der einen Seite in dieses Ringankersystem die Seitenwand reingestellt. Das wird formschlüssig verklebt, einmal von vorne bis hinten. Das ist ein Kleber, der wird am Flugzeugbau verwendet. Und der Boden wird auf der anderen Seite in das Ringankersystem reingesetzt. Das ist schon mal die erste formschlüssige Verbindung, dass das hier komplett quasi miteinander verbunden ist. Es wird zusätzlich nochmal geschraubt, aber nur zusätzlich zum Fixieren. Und diese Rundung, die oben in der Seitenwand ist, man sieht jetzt hier schon, wie der Wind jetzt hier mein Blatt, was ich hier in der Luft halte, das labbert jetzt hier so rum. Und wenn ich jetzt da oben so einfach mal nur so einen Knick reinmache, dann wird das schon stabil, so kommt Stabilität. Und für nichts anderes ist unter anderem diese Rundung da, die in einem Guss ist, und erst dann wird oben das Dach so angeschlossen. Und in dieser Rundung wird nochmal formschlüssig von vorne bis hinten ein Aluminium-Metallträger eingebracht und auch eingeklebt, auch wieder mit dem gleichen Kleber wie aus dem Flugzeugbau. Und so habe ich im Grunde genommen eine komplett miteinander fest verbundene Karosserie wie eine Einheit. Und das bringt eben im Zusammenspiel mit dem Alco-Tiefrahmenchassis in der verbreiterten Spur auf der Hinterachse und dem tiefen Schwerpunkt ein unglaublich agiles Fahrverhalten und ein sicheres Fahrverhalten bei Seitenwind, bei Kurvenfahrten, was auch immer. So ein Fahrzeug fährt sich wirklich Pkw-ähnlich. Und wir haben auch diesen berühmten fahrerseitigen Käfig. Das heißt also, wenn der Blitz da einschlägt, der wird bei uns komplett abgeleitet. Da ist man auch in einem Carthago sicher unterwegs. So, und das bedeutet also, im Falle eines Unfalles und so weiter und so fort ist man noch mal ein Stück sicherer, weil alles noch mal formschlüssig verklebt, verschraubt und so weiter ist. Genau so ist das. Das heißt, ihr habt schon schwere Unfälle gehabt, sogar Heckauffahrunfälle. Da ist nicht das ganze Wohnmobil auseinandergefallen. Nein, wir hatten also tatsächlich schon Fahrzeuge gehabt. Da gab es dann Bilder, die der Kunde dann selber am Unfall auch gemacht hat. Da ist ein PKW hinten drauf gerauscht. Der PKW, der war richtig derb vorne kaputt. Also ich will nicht sagen Totalschaden, aber der war richtig derb vorne kaputt. Und hier im Garagenboden, da sah man hier so ein paar Risse im Garagenboden drin, der ist natürlich ein bisschen hochgekommen. Da hat man die Seitenwand. Hast du bei Holzständerwerk, hast du regelmäßig... Die rauschen durch. Ne? Also, die rauschen durch. Ja, ich habe schon Unfälle auf der Autobahn gesehen, da hat sich so ein Wohnmobil dann, ich sag mal, über 100 Meter auf der Autobahn zerlegt, wenn es richtig derb kommt. Ne? Und da will man natürlich nicht an Bord sein. Ne? Also was ich euch nicht empfehlen kann, ist natürlich zwischen zwei LKWs in einen Auffahrunfall zu kommen. Nee. Ich glaube, dann wird das hier auch nicht so witzig, aber es ist auf jeden Fall stabiler als die normalen Holzständerwerksysteme. Was ist das für ein Boden hier? Ist der auch wasserfest? Der ist auch wasserfest, ganz genau. Wir haben ja eben an dem Durchschnitt gesehen, den ich da rausgezogen habe, wo der Wassertank drunter sitzt, aus welchem Material der ist. Und der ist auch komplett formschlüssig hier drin verklebt und eingebracht. Das heißt also, wenn hier Wasser auslaufen würde, würde es nicht nach draußen kommen. Und der Sinn ist natürlich nicht, dass Wasser hier drin ausläuft und nicht nach draußen kommt, sondern vielmehr das Wasser gar nicht erst von draußen nach drinnen kommt. Das ist viel, viel wichtiger. Ne? Also von unten kommt sowieso, habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass Wasser von unten kommt. Wenn Wasser irgendwo mal in ein Fahrzeug reinkommt, dann kommt es über eine Dachluke oder ein Fenster rein. Aber dafür haben wir eine 10-jährige Dichtheitsgarantie, wo wir eben garantieren, dass unsere Fahrzeuge dicht bleiben. Und ich sag mal, die meisten bleiben das auch. Ja. Ja, in seltenen Fällen passiert halt mal was, wie immer im Leben. Dann ist aber nicht gleich das ganze Fahrzeug zerstört, weil irgendwelche Holzteile voll laufen, sich voll saugen, sondern es ist, also wer behauptet im Wohnmobilbau, es gibt noch nie Fahrzeuge mit irgendwelchen Feuchtigkeitseindringungen, wahrscheinlich gibt es einen, ja, den du kennst. Ja, das ist ja auch so, muss man einfach mal so sagen. Wer das behauptet, der sagt einfach nicht die Wahrheit. Natürlich gibt es schon mal ein Fahrzeug, wo irgendwo Flüssigkeit reinkommt. Fenster, oder so. Egal. Fenster, egal, Dachluke, da hat eine Klebemaschine nicht richtig funktioniert oder der Zwei-Komponenten-Kleber war nicht richtig angemischt oder so für eine Heckwand oder so. Das hat es alles schon gegeben, aber wir verkaufen ja hunderte von Fahrzeugen im Jahr und über die Zeit... Höchst selten. Ne? Ja, höchst selten. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Also
prozentual mit Sicherheit kleiner 1, ja. Ja, sieht man sehr schön. Also hier ist nochmal so ein Schmutzfach direkt neben der Tür. Das hat natürlich einen genialen Sinn, oder? Ich finde das einfach super, eben weil du kommst hier aus der Türe raus, ja, kannst hier direkt deine dreckigen Schuhe wegnehmen, beispielsweise die Wanderstiefel oder so, kannst dich hier hinsetzen, gerade anziehen, kannst Kabeltrommel, Unterlegkeile, also Auffahrkeile da reinmachen. Das ist wirklich ein Fach, das finde ich einfach genial. Hundenapf da rein, Hundeleine und apropos Unterfahrkeile, wir haben jetzt heute den 18. April, so bis Mitte Mai, ich weiß nicht, wann das Video ausstrahlt, haben wir noch eine Sonderaktion laufen, weil wir einen Riesenposten an Alco High Force bekommen haben. Was ist das? Das ist die hydraulische Hubstützenanlage von Alco. Ich sag mal, ist auch eigentlich der Bestseller für unsere Fahrzeuge hier. Aber was macht die? Die macht das Fahrzeug, genau. Die hebt das Fahrzeug in die Waage, das heißt, das Auto richtet sich automatisch aus, wie jetzt hier, wo der so schief steht, wird das automatisch nivelliert. Und das Fahrzeug steht dann anschließend eben nicht mehr auf den Rädern, sondern steht eben auf der Hubstützenanlage oder wird zumindest stark dadurch unterstützt. Also ich komme auf den Campingplatz, drücke auf den Knopf und gerade. Das Auto gerade und mein Frühstücksei ist... Und es schaukelt nicht mehr, genau. Das Spiegelei bleibt in der Pfanne. Genau, wir haben ja heute Morgen zusammen Kaffee getrunken, dann wird der Kaffee also auch spiegelgerade stehen. Genau. So, lass uns mal reingehen. Eine schöne Hartal-Tür. Breite Tür? Die Tür ist 63 cm breit, das ist die XXL Premium-Tür, die wir jetzt seit 2 Jahren bei uns im Einsatz haben. Da ist das Zusatzschloss, ist vorgesehen. Ganz genau, das ist direkt da vorgesehen. Das heißt also, wenn man jetzt hier das Zusatzschloss ordert, dann ist es direkt von vornherein drin oder in der Nachrüstung wird dann hier der Ausschnitt gemacht und hier kommt der Bolzen dann raus. Ganz genau. Und das gleiche gibt es dann auch vorne für die Fahrertür, die da ist. Hier siehst du natürlich beim vollintegrierten hast du solche Busspiegel mit drin. Ja. 155.449 ist ein bisschen teurer geworden, aber von Jahr zu Jahr kommt auch immer wieder was Neues rein. Es kommt immer wieder was Neues rein. Die Fahrzeuge, wir erfinden ja nicht jedes Jahr das Reisemobil neu bei Carthago. Unsere Devise ist halt, dass wir wirklich von Jahr zu Jahr mit unseren Fahrzeugen immer besser und auch in der Detaillösung immer praxisnaher werden. Natürlich hast du immer, wenn ein neues Modell auf den Markt kommt, neuer Grundriss rauskommt, dann ist erstmal die Grundidee da. Und ich sag mal, wenn so ein Fahrzeug dann 3-4 Jahre mal im Markt ist, ist es eigentlich das perfekte Reisemobil. Aber wir versuchen von vornherein schon die Erfahrungswerte, die wir aus so vielen Jahren, seit 1979 baut Carthago bzw. Karl-Heinz Schuller Reisemobile, die Erfahrung steckt in jedem Reisemobil und in jedem Kastenwagen drin, was unser Werk verlässt. Das ist ein 4,5 Tonner. Kann ich den auf 4,25 Tonnen ablasten? Geht das? Das ist das Schöne ja dabei. Der kommt eigentlich serienmäßig als 4,25er aus dem Werk raus. Wir lasten die aber dann direkt, weil es ist nur eine papiertechnische Auflastung, auf 4,5 Tonnen auf. Da wird das Auto gar nicht angefasst, weil ich sag mal, ab 3,5 Tonnen hast du sowieso immer das gleiche Prozedere. Deswegen 4,5 Tonnen höhere Zuladung. Aber ich könnte im Grunde genommen auch, ich sag mal, dieses Fahrzeug rein theoretisch auf ein Leitchassis bestellen, was natürlich in der Praxis komplett und rechnerisch gar nicht funktionieren würde. Deswegen ist die erste Wahl bei jedem Carthago-Modell einfach das Heavy-Chassis, also das 4,25er Chassis. Und damit bin ich dann eben in den Gewichten nach oben und nach unten relativ flexibel. Ja, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung. 155.000 € für ein Premium-Produkt. Es ist handlich, also viele lieben die Handlichkeit. Die sagen, ich steige da ein, ich brauche jetzt kein Fahrzeug, was zwingend 3,60 Meter hoch ist, muss auch keine 2,50 Meter breit sein. Es soll sich noch sehr schön fahren lassen, auch in kleinen Gassen. Was hast du für Erfahrungen? Du selber fährst ja auch ganz große und du fährst aber auch ganz kleine. Genau. Was haben die ganz kleinen für einen Vorteil? Du kannst schneller fahren bei unter 3,5 Tonnen? Ja, ganz genau. Also du kannst schneller fahren, das ist das eine. Also selbst mit meinem Kastenwagen ist meine Reisegeschwindigkeit so irgendwo 130, die ich da so auf den Tempomaten einschalte. Mit dem großen fahre ich immer so um die 100 rum, dass ich so ein bisschen mit den Reisebussen halt mitschwimme. Vorteil ist halt ganz einfach, du bist mit einem kleinen Kastenwagen, bist du wesentlich flexibler und kommst an Punkte ran, wo du vielleicht mit einem großen Fahrzeug gar nicht hinkommst. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, ich würde also selbst so ein 5.0L, wo wir jetzt hier gerade drin stehen, den würde ich noch nicht als großes Fahrzeug bezeichnen. Das ist für mich tatsächlich immer noch ein handliches Fahrzeug, wo ich glaube, wo man auch fast überall mit hinkommt. Halt. Du kannst so nett, bis du die Tür mal zumachst. Wollte ich gerade sagen, ich mache jetzt mal gerade in die Türe zu. Genau. Siehst du, wir denken schon immer das Gleiche. Das Licht mal bitte komplett anmachen, dass wir einmal sehen, denn ihr habt viel Licht im Auto. Das ist ein großes Thema, sowohl indirekt als auch direkt. Was mir gut gefällt, ist dieses Polster hier. Das ist Serie? Das ist ein Serienpolster, ganz genau. Das ist das Barcelona 21, nennt sich das. Das ist ein Serienpolster, kostet also keinen Aufpreis, wird auch sehr, sehr häufig geworden. Das ist robust? Das ist sehr robust und, ja, ich wollte gerade sagen, sehr pflegeleicht auch.
Und das ordern sehr viele Kunden bei uns. Ja. Ich persönlich finde die hellen Polsterschofte, finde ich persönlich jetzt schöner, aber haben natürlich den Nachteil, dass jetzt hier neue blaue Jeans oder so, da muss man halt schon mal ein bisschen aufpassen. Die Jeans färbt ja ab, nicht der Sitz. Dann kann man den Sitz dann schon versauen. Aber die sind alle Teflon beschichtet, die Polster, die wir haben, und lassen sich sehr, sehr gut reinigen. Ne? Die Anarbeitung, das ist immer so, ja bitte, zeig mal. Ja, ich wollte nur gerade zeigen, hier hinter ist noch das TV-Gerät versteckt, das ist ein 32 Zöller, den kann ich auch rausziehen und kann den dann auch nochmal im Winkel verstellen, wobei das eigentlich gar nicht vonnöten ist. Ist der immer dabei? Der ist nicht immer dabei, aber ich sag mal, fast jedes Reisemobil wird irgendwie mit TV geordert. Fraglich ist dann mittlerweile, das ändert sich ja so in den letzten 2-3 Jahren, ob dann noch eine Satellitenanlage mit geordert wird. Mittlerweile gehen sehr viele Kunden auf eine LTE-Antenne. Ich muss gestehen, ich habe bei mir im Auto beides drauf, aber meine Satzschüssel war seit einem Jahr oder noch länger überhaupt, nee, gar nicht mehr. Bei mir auch nicht mehr. Das Schöne ist, die Stellplätze, wenn du so freitags nachmittags irgendwo auf den Stellplatz fährst, dann sind die ja oftmals schon alle gut belegt. Die unterm Baum, die sind meistens noch frei. Und da stelle ich mich dann halt mit meiner LTE-Antenne hin, weil ich brauche keinen Satellitenempfang. Ne? Und hast Schatten. Und hab Schatten, genau. Hier drunter nochmal, wir haben eben von außen das Fach gesehen. Hier kann ich nochmal jetzt bequem, wenn ich das da eine Getränkekiste drin hätte. Von außen? Könnte ich da von außen beladen und von innen halt entladen. Oder ich habe da beispielsweise meine dreckigen Schuhe stehen, dann kann ich hier drin dann wieder annehmen und wieder rein anziehen. Das gleiche hier nochmal drunter? Genau, hier drunter haben wir auch nochmal. Auch das hat Carthago, finde ich, relativ pfiffig gelöst. Was hast du gemacht, um den Tisch zu drehen? Genau, ich habe unten gibt es einen Knopf ein auf dem Fuß. Hier, schau, da dreht sich drauf. Damit ist der Tisch dann quasi entkoppelt und dann kann ich den in allen Himmelsrichtungen bewegen. Du musst nichts entriegeln unterm Tisch. Du drückst nur auf den Knopf. Genau, ich drücke nur auf den Knopf. Ja, und damit entriegel ich. Jetzt ist er los, jetzt lade ich los und jetzt ist der Tisch, der ist jetzt fest. Ich kann ihn drehen auch? Die kannst du drehen, na klar. Logisch. Okay. 360 Grad. Aber sehr praktisch ist, hier gibt es eine Schlaufe. Da fasse ich jetzt einfach dran und drücke einfach das Sitzpolster hoch und bin jetzt so wieder am Doppelboden. Das ist bei vielen anderen Reisemobilherstellern tatsächlich dann auch anders gelöst. Da muss ich dann erstmal ein Polster beiseite tun und muss das irgendwo hinlegen. Dann fehlt mir womöglich der Platz, dann bin ich mit irgendeinem Brett am Hantieren. Das ist hier ein Klappmechanismus und genauso geht das halt wieder zurück. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, da hat man sich eben etwas überlegt, wie mache ich dem Reisemobilisten während der Fahrt oder vielmehr während des Urlaubs das Leben so angenehm wie möglich. Ich sitze falsch, so jetzt habe ich es. Hier haben wir nochmal so ein Schuhfach drunter. Also hier wird wirklich jeder Raum genutzt. Wenn man mal überdenkt, unter der Sitzbank einmal hier Schuhraum, Schuhfach, dann dahinter nochmal die Möglichkeit an den Doppelboden zu kommen. Man überlegt da wirklich schon, wie kriege ich, sag mal, ein Wohnmobil ist ja doch immer sehr begrenzt im Platz. Wie bekomme ich da möglichst viel Stauraum rein? Hier geht das dann direkt schon wieder weiter. Klimaspeicher Doppelboden, schon eben drüber gesprochen. Diese riesen Bilgenfachklappe hier mit dem Einlass, der da unten drin ist, wo ich dann nochmal die Möglichkeit habe, wirklich alles reinzubringen, was man so da im Kopf hat. Die ganze Fähr- und Entsorgungseinheit sitzt hier quasi drunter, komme ich von hier aus dem Eingangsbereich schön dran, muss nicht hin und her laufen. Also das ist praxisnah gedacht. Genau, hier sind wir jetzt soweit durch. Der hat ein schönes großes Hubbett, das möchte ich vielleicht mal gerade zeigen. Es gibt ja auch immer mehr Autos ohne Hubbett, deswegen ist es manchmal schwierig, noch mal ein schönes Hubbett zu zeigen. Aber er hat eins. Dafür einfach nur 3 schnelle Griffe, die Sitze eben umlegen, Fernsehgerät gerade runterklappen und Bett runter. Und das kann ich also mit Kopfkissen, Plumeau, was ich halt jetzt gerade da so habe. Das kann drauf bleiben. Das kann drauf bleiben. Das muss ich also nicht wegräumen und muss dann wieder gucken, wo staue ich das wieder ein. Ich brauche nicht irgendeine Leiter, die ich hier Keine Leiter, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also ich halte das für sehr wichtig, weil die Leiter, die muss ja auch wieder über Tag oder so irgendwo wieder verstaut werden. Und da mag ich nicht immer rumkramen. Ich kann hier wirklich ganz bequem über die Sitzbank in mein Bett steigen. Das ist gerade mal eine Beintiefe hier. Also kommen auch Kinder sehr gut mit zurecht. Kann sich abstützen dann am Bett, also ja, das geht. Das Bett hat eine Tiefe von, also eine Breite vielmehr, von 1,60 Meter und dann ist es gut 2 Meter breit. Also da können auch, ich sag mal, großgewachsene Menschen wie du und ich bequem drin schlafen. Ist auch ordentlich belastbar. Vollwertiges Bett, also vollwertiges Bett, das ist ein richtiger Schlafplatz. Kein Spielzeug. Kein Spielzeug. Da gibt es nochmal Beleuchtung drin, die ich da oben ein- und ausschalten kann. Und dann kann ich das hier auch noch mal ein bisschen separieren. Dann hat man auch noch so ein bisschen seine Ruhe. Ne? Und hoch geht das auch ganz leicht, weil es eben mit Dämpfern unterstützt ist. Und dann einfach wieder die Sitze zurück und das war's. So,
wenn es gerade mal unten lässt, dann zeige ich gerade nochmal das Cockpit. Das ist das Fiat Ducato Cockpit mit dem großen Navi, haben wir eben schon erwähnt, aber da konnte ich es nicht so gut zeigen wie jetzt. Und der 9-Gang-Wandler-Automatik, und das ist natürlich ein richtiger Gamechanger gewesen, denn vorher gab es ja, du kannst dich noch erinnern an das automatisierte Schaltgetriebe, hat auch sehr gut funktioniert, aber war für viele nicht die optimale Sache, weil natürlich Mercedes-Benz schon immer die Wandlerautomatik hatte im Sprinter. Ja, also ich fand das automatisierte Schaltgetriebe gar nicht so schlimm, weil im Wohnmobil, ich rangiere da nicht ständig mit durch die Gegend, ich fahre meistens auf die Autobahn, fahre hunderte Kilometer geradeaus, dann interessiert mich das Getriebe eigentlich nicht so sehr. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga, das muss man einfach sagen. Das Getriebe, was hier drin ist, das ist schon, ich sag mal, mit Maß der Dinge. Ne? Ich fahre das jetzt gerade in meinem neuen Malibu. Das schaltet wirklich einwandfrei. Da gibt es gar nichts zu meckern an dem Auto. Ja, hier siehst du auch Multifunktionslenkrad beledert. Große Motorisierung hier, 180 PS nehme ich an. Ja, da hat die 180 PS Maschine drin. Dann, wie du schon gerade gesagt hast, beledert. Das ist dann immer ein Indiz dafür, dass er die 180 PS auch drin hat, weil die dann in der Kombination mit dabei sind. Die Anarbeitung der Vollintegration, das verdient auch nochmal eine Besonderheit, denn das ist nicht billig gemacht, sondern sehr aufwendig. Ja. Alle Teile in der Optik her so nah dran am Original, also nicht irgendwelche Materialunterschiede in großer Form, sondern es sieht aus, als käme es direkt von Fiat. Ja, also ich finde, das ist schon, man muss bedenken, bis hier geht ja der Original Fiat Armaturenträger. Ne, das ist genau wie im ganz normalen Kastenwagen, wie Karthago, das schön wie aus einem Guss. Und auch wenn ich das jetzt hier fühle, um das Gefühl mal einfach für die Zuschauer abzuholen, das ist so leicht gummiert, das fühlt sich wirklich hochwertig an. Die Klappe hier, auch wenn ich die hoch mache, da ist mal eine dicke Holzplatte drunter verarbeitet. Das ist schon Material und darunter ist ein riesen Stauraum. Das ist schon echt toll gemacht, auch wie sich das hier anschmiegt und dann nochmal die Umrandung von dem Armaturenbrett. Das ist schon echt hochwertig. Also Karthagos erzielen regelmäßig Höchstpreise im Wiederverkauf. Das heißt also, wenn ich hier so ein Fahrzeug plane, alle vielleicht 5, 7 Jahre mal auszutauschen, bekommt man oft das Geld wieder zurück, was ich damals mehr investiert habe. Das heißt, du weißt, wer billig kauft, kauft oft zweimal. Das hat meine Mutter schon gesagt. Ja, hat die gesagt. Ja, Jung, Marit, richtig, sonst machst du zweimal und wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ja, weil ich lebe ja da drin die ganze Zeit und allein schon dieses schöne Staufach neben der Tür, das du eben gezeigt hast, das haben viele nicht. Wohin mit den dreckigen Schuhen? Weißt du, und dann in den Fach rein, und dann gibt es immer Streit und so weiter. Geht weiter mit der Küche. Die Küche, die ist erprobt. Die ist jetzt nicht so groß, weil ihr habt besonders viel Wert darauf gelegt, dass man hier die Beine lang machen kann fürs Fernsehschauen auf beiden Seiten. Genau. Und dadurch ist die Sitzgruppe jetzt größer und die Küche ein bisschen kleiner. Genau, also die Sitzgruppe im Regelfall, da ja da das Fernsehgerät sich befindet, meistens sitzt immer der Pilot, sprich der Mann sitzt meistens auf dem Fahrersitz und hat seine Beine da auf dem Beifahrersitz liegen. Und die Gattin sitzt meistens hier so in der Ecke, so ist es zumindest bei uns. Und dann gehen die Beine halt hier rüber. Deswegen ist auch dieser L-Schenkel hier so ein bisschen ausgearbeitet, dass die Beine da schön mit drauf sind. Wen das jetzt hier stört mit diesem L-Schenkel, weil der ein oder andere sagt, der Durchgang ist mir beim Karthago da ein bisschen zu schmal. Jetzt insbesondere, wenn man einen großen, dicken Hund hat, so wie ich, dann kann man diesen L-Schenkel auch in verkürzter Form bestellen. Dann heißt, dann läuft er hier so gerade durch. Dann wird der Durchgang deutlich breiter. Aber ich sag mal, ja, es gibt Kunden, die ordern das, aber die meisten gehen tatsächlich hin und sagen es so, wie es in der Serie ist, weil es dann einfach bequem und wohnlich ist, wenn ich hier halt sitze. Ne? Du hast eine 180-Grad-Küche, das heißt Teile auf der linken Seite, da ist der Küchenblock mit Ofen und Gefrierfach. Genau, der ist natürlich optional, dieser sogenannte Tech Tower. Ne? Da habe ich oben den Backofen halt drin, darunter das Gefrierfach. Der Kühlschrank ist immer der gleiche. Der Kühlschrank ist immer der gleiche. Das ist immer der sich von beiden Seiten öffnen lässt. Das ist bei allen Karthago-Modellen so. Dann habe ich gleich dahinter habe ich den schönen Apothekerschrank nochmal drin. Den lieben die Damen immer, weil man da alles so unterbringen kann, was man so halt in der Küche benötigt. Oder auch den Wein, ich liebe den auch. Und hier habe ich dann meine Spüle, auch nochmal mit dem Abdeckbrett, wo oben drauf das Schneidebrettchen ist. Hier habe ich nochmal so eine Tellerdusche. Dahinter ist nochmal eine Kaffeemaschine verbaut, wo ich hier rausziehen kann und dann auch bequem die Kaffeemaschine befüllen kann und die Kapsel einlegen kann. Zeig mal gerade, geht der Schlauch in die rein? Ja, tut's. Zeig mal. Ja, ich kann's zeigen. Mal kurz zeigen, weil das ist natürlich ein nettes Detail. Ja, wobei ich persönlich immer, das hat jetzt mit unseren Anlagen zu tun, ja, also geht ohne Probleme. Ich befülle die Kaffeemaschine tatsächlich immer mit einem Wasser aus der Flasche.
Wegen Kalk und so. Ja, genau, wegen dem Kalk und auch jetzt wegen der Sauberkeit. Ich sag mal, wenn ein Wohnmobil ein paar Jahre alt ist oder je nachdem, wo man mal befüllt hat, wobei ich auch da immer meinen eigenen Schlauch... Filtersysteme habt ihr nicht im Angebot, oder? Sowas könnt ihr nicht einbauen? Also doch, einbauen kannst du alles, klar, aber ich kann es nicht von Karthago ab Werk bestellen. Aus einem Alpfilter mal rein? Genau, zum Beispiel. Also ich habe bei mir im Reisemobil auch einen Filter halt drin. Ich finde das für relativ sinnvoll. Ein neues Reisemobil ist immer noch eine andere Geschichte, aber ich fahre meine eigenen Autos ja auch relativ lange, außer jetzt mein Malibu, den wechsle ich jedes Jahr. Echtgläser. Das sind echte Gläser, ja, für quasi 2 Personen. Ist ein ganz nettes Gimmick, steht Karthago drauf, ist so ein bisschen Markenbrand nochmal mit auf den Stellplatz nach draußen zu holen, wenn man da schön am Boden... Kann man auch abkleben. Also es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich mache da jetzt so eine, ich sag mal, Milchglasfolie drauf, dass man die Gläser nicht so sieht. Also wem das zu viel Bling-Bling ist... Ach so, das hier, ja. Ja, es gibt tatsächlich den einen oder anderen Grund. Früher war das ja so ein richtiger Brecher, so eine richtige Vitrine, die da drin war. Da haben wir es wirklich oft gehört, dass die Leute sagen, nee, das ist mir zu viel. Dann war das immer ein Argument für einen C-Tourer. Jetzt beim C-Line hat man so ein bisschen integriert. Ich finde es okay, aber wer das eben dann auch nicht möchte, man kann es tatsächlich zufolieren. Ganz Tolles zeigen. Du hast eine relativ kleine Küche, aber du hast hier eine Glasplatte, die du reinigen kannst, die hier mit einer Fuge versehen ist, sodass das Wasser, wenn er ein bisschen schief läuft, das kannst du super reinigen. Ja. Und hier kannst du alles abstellen, ohne Gefahr zu laufen, das Holz zu zerkratzen. Das zum einen, und auch wenn ja mal eine Flüssigkeit runterläuft, das ist also auch komplett abgedichtet hier, also das läuft hier nicht raus. Das ist also nochmal so eine richtige zusätzliche Arbeitsplatte. Und wem das nicht reicht, der kann dann eben auch hier unser Schneidebrett hier mit einbringen und hat hier nochmal eine Möglichkeit, beispielsweise beim Tomatenschneiden oder so etwas zu machen. Ne? Genau, das ist hier. Dann haben wir den Kocher drin hier, 3-Flammenkocher mit eingebautem Piezo-Zünder. Da lässt sich auch ohne weiteres hier das wegnehmen, wenn mal was übergekocht ist zum Reinigen. Das ist auch eine sehr schöne Detaillösung, die wir dann halt haben. Und in der Küche haben wir halt überall echte Holzschubladen drin, also nichts irgendwie Kunststoff, alle mit Softclose, wo die sich dann schön von alleine wieder reinzieht, auch mit einem Besteckkasten, der nicht aus Kunststoff gearbeitet ist, sondern auch vernünftig vom Schreiner gebaut ist. Hier ist nochmal ein schönes Fach drin, da kann man noch mal ein paar Weinflaschen reinstellen. Ich glaube, ich trinke zu viel. Also richtiges Liner-Feeling hier. Richtiges Liner-Feeling. Und hier, wo du jetzt wieder stehst, sind wir wieder beim Klimaspeicher Doppelboden. Habe ich auch noch mal die Möglichkeit, ich sag mal, irgendwelche Lebensmittel zu... Hier, geh mal rein bitte, dass du mal reinstellst. Ja gut, okay. Das ist ja eigentlich mein Fach, wo ich immer drin stehe, aber ich kann das auch hier machen. Dass man nur mal sieht, das geht wirklich tief rein. Ja. Und da kannst du fast einen ganzen Wasserkasten, da kann man zumindest mal die Wasserflaschen reinstellen. Und das Besondere dabei ist, die sind immer etwas kühler. Ja, auf jeden Fall. Das ist beheizt, also einfrieren tut da nichts, aber da kocht auch nichts drin. Das heißt, wenn ich da was reinstelle, das bleibt dann schon kühler, als wie wenn es hier im Fahrzeuginnenraum ist. Ne? Schön finde ich auch, dass ich die Möglichkeit halt habe, über die Badtüre hier die Räume zu separieren. Also wenn jetzt hier einer noch hinten ein bisschen schlafen möchte, der andere mag schon das Frühstück herrichten oder so, dann hat diese Tür eine doppelte Funktion. Ich kann die einfach jetzt hier eben öffnen und mache damit halt eben... Abschließen geht auch? Ja, das geht auch. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte dich jetzt nicht aussperren. Mit den Zuschauern mache ich jetzt. Hier ist es abgeschlossen, da kann ich da ruhig auch dran rappeln. Das ist überhaupt kein Problem. Und in der Tür, das schauen wir uns aber gleich an, wenn wir auf der Seite hier stehen, gibt es dann nochmal die Möglichkeit, eine weitere Tür zu benutzen, die man aber eben auch dementsprechend dann wegnehmen kann. Was war da in der Hand? Ich habe den Clip hier gerade abgemacht, aber das ist eine Fehlbedienung von mir. Ich bin ja auch nicht unfehlbar. Normalerweise bleibt er da dran. Ja, den brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Den Clip. Ich habe den bei mir nicht drin, weil normalerweise ziehst du das so zu, ja, und das bleibt ja so. Ne? Genau, ich mache den auch immer ab. Ich weiß auch nicht, warum man den da drin, ne? Aber egal. Egal, so. Das Brett darf man drin lassen. Das Brett darfst du drin lassen, ist verrottungsfrei. Genau, das ist so eine Kunststoffgeschichte, die halt in Holzoptik ist. Sieht ganz nett aus und verhindert natürlich, dass ich den Kunststoffboden in der Dusche dann verkratze, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, mal... Ja, und der ist natürlich auch nicht, wenn da jetzt was Spitzes draufhält oder irgendwas, da kann es auch schon mal ein Loch geben. Mhm. Also das wird dadurch wirksam verhindert. Das wird dadurch wirksam verhindert, ganz genau. Weil wir eben beim Separieren waren, habe ich hier nochmal die Möglichkeit, eben auch von hier aus zu separieren. Heißt, hier hängt ein Fernsehgerät. Das Fernsehgerät läuft jetzt gleich mit. Und wieso ist denn hier der Kleber drin? Aha, Sicherung. Sicherung. Ja, genau. So andere Seite auch. Transportsicherung drin, ja, das ist gerade gekommen.
Dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit, eben den Raum auch nach hinten, den Schlafraum zu separieren. Zack. Und das brauche ich jetzt einfach nur hier halt rauszuziehen. Das Fernsehgerät bleibt dann doch stehen. Und hier habe ich die Möglichkeit, eben komplett den Raum von hinten. Genau, Andreas, wenn du das mal gerade zulässt, sei mal gerade so lieb, dann zulassen und dann gehe ich mal rein und witzig. Mal reines Programm, ja. Ja, und mache jetzt hier zu, bin jetzt in meinem Raumbad drin, habe jetzt hier geschlossen, kann also hier mich fertig machen und habe trotzdem einen eigenen Bereich. Das heißt, einer könnte schlafen, der andere könnte noch auf Toilette gehen. Hier ist der Andreas. Mach mal bitte ganz auf. Ich komme jetzt mal rein und die Besonderheit ist, wenn ich mal reinkomme, zum Marine Caravaning, Ja, kommen Sie mal rein zum dann, Caravaning. ich glaube, der Running Gag, den gibt es schon seitdem du die Firma hast. Oder? Ja, kommen Sie mal rein, ja genau. Das ist Kommen Sie mal rein. Und das ist das Queensbett. Und du sagst, Leute, guckt euch bitte das Queensbett an. Es ist eine sehr gute Alternative zum Längsbett. Und viele kaufen sich ein Längsbett, aber das Schlafverhalten gerade in Verbindung mit dem Hubbett, wenn zwei Leute auch mal getrennt schlafen, dann hat der eine ein großes Bett, der andere hat ein großes Bett und der Einstieg ist natürlich wie zu Hause an der Seite einfach hochgehen. Seitlich Poppes draufsetzen, nicht hochklettern. Es ist ein anderes Feeling. Ja, das ist so. Also ich sag mal, wenn ich jetzt beispielsweise einen Schnarcher habe oder womöglich zwei Schnarcher, das gibt es ja auch mal öfters, dann kann einer hier hinten für sich alleine rumschnarchen, der andere schnarcht vorne rum. Wenn ich dann noch die zwei Schallschutztüren hier zugemacht habe, ich glaube, dann können die Konzert machen, jeder für sich, wie er will. Weil selbst diese Einzelbettvariante, sind wir doch mal ehrlich, man liegt da ungefähr 1 Meter auseinander. Also egal, wer dann schnarcht, den hörst du einfach. Ne? Ich persönlich bin auch ein großer Fan des Queensbett. Ich liebe das einfach, weil ich habe hier die Möglichkeit eben rechts und links und eben mal so einen Schrank geöffnet. Ich weiß nicht, ob du das eingefangen hast mit der Kamera. Hier kann ich meine Sachen halt Riesenschrank. Und sehr tief, also auch schulterbreit. Da kann ich richtig Jacken und Blusen reinhängen oder Hemden reinhängen. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Dann hat jeder nochmal hier separiert seine Fächer, wo er Handy, Wecker, Buch oder was auch immer reinbringen kann. Da sind USB-Steckdosen drin, wo ich meine Sachen halt dementsprechend laden kann. Kannst du da einmal reingreifen, dass man mal sieht, weil man kann es in der Kamera schlecht, wenn du das Kissen einfach mal reinsteckst. Das Kissen hier sieht man jetzt Genau. erstmal, wie groß das ist. Also geht es ungefähr Ellenbogen tief. Wenn ich das hier reinstecke, ist das eigentlich fast weg. Ne? Das ist schon ein richtig tiefes Fach. Da kann ich also schon ganz schön viel reinbringen. Kann natürlich auch die Kopfteile von dem Lattenrost auch dementsprechend nach oben klappen. Ach, diesen Höhenverstellbar, wie in der Reha. Ganz genau, nicht wie in der Reha, genau. So dass ich hier also auch beim Lesen dann eine bequeme Stellung finde. Und der Hit ist einfach unter dem Bett hier. Gibt es also nochmal Staufach, wo ich also nochmal Sachen einbringen kann. Das ist auch hier nochmal sehr tief da drin. Das ist mal eine Frage. Man könnte doch das Queensbett als Tagesbett ausarbeiten, könnte das als Lounge nehmen zum Fernsehgucken abends, lässt da immer eine Tagesdecke drauf und schläft vorne im Hubbett. Das würde auch gehen. Natürlich, das ist ja jedem frei überlassen, wo er übernachtet, aber das ist tatsächlich, kann man das machen, ja genau. Ne? Also hier auch nochmal 2 große Schubfächer und was ich auch für wichtig halte, bei einem Karthago, wir haben hier ein vernünftiges Untergestell drunter unter der Matratze. Bedeutet also, das passt sich wirklich dem Körper an. Der Hub ist so groß, dass er auch funktioniert. Weil ich habe viele Teller gesehen, die sind eigentlich nur optisch. Das hier, da hast du richtig Tiefe und Platz. Ja, also das funktioniert richtig und dann in Verbindung mit unserer Matratze hier passt sich das wirklich sehr schön dem Körper an. Und wenn man genau sieht man hier auch Heizungsrohre laufen. Die sind nicht kaputt. Die Löcher sind ganz bewusst da drin. Das ist auf der anderen Seite dann ganz genauso. Und so strömt eben frische Luft unter der Matratze ein und zirkuliert durch diese Wärme halt, zirkuliert die Luft unter der Matratze. Hier hat Feuchtigkeit überhaupt keine Chance. Diese Einfräsungen hier, die macht Karthago überall da, wo man sie im normalen Leben eben nicht sieht, eben schlicht und ergreifend, um Gewicht zu sparen. Ne? Also das sind jetzt hier bei so einer Platte vielleicht 1 Kilo oder 2. Das ist in irgendeinem Schrank, ist das wieder ein paar Gramm und so addiert sich das am Ende des Tages auf, sodass wir trotz... Da läuft eine Fräse rund um die Uhr. Ganz genau, sodass wir trotz eines extrem hohen Premium-Innenausbau wirklich dann trotzdem gewichtsoptimiert fahren. Hier drunter sitzt nochmal die Nummer mit dem Tank, wo wir eben von gesprochen haben. Ja, hier habe ich den Abwassertank sitzen, der wird aber auch über die Bilgenklappe vorne im Eingang geöffnet. Und hier sitzt dann der Frischwassertank, der eben durchgeht bis hin in die Heckgarage, was wir uns eben angeschaut haben. Toll. Tolles Reisemobil. Es kommt aber noch viel besser.
Denn Karthago hat sich überlegt, wie kann man das Thema hängende Kleidung noch weiter steigern und hat gesagt, 2 Kleiderschränke auf beiden Seiten, das ist viel zu wenig. Die Leute haben ja auch Winterjacken und so weiter dabei, auch lange Jacken und haben nochmal extra einen Kleiderschrank mit eingebaut. Zeig mal bitte. Das ist bei dem L. Da kommt bei dem L die 30 cm unter anderem nochmal zum Vorschein. Bei dem L habe ich nämlich nochmal dann zusätzlich gegenüber dem normalen 5.0 auf der Beifahrerseite einen zusätzlichen Kleiderschrank, der auch dann so unterteilt ist, dass auch da wieder... Das ist ein schönes Detail. Guck mal hier. Das sind so Spannseile aus Stahl. Die werden gegengespannt, damit lange Teile sich nicht verziehen können, beziehungsweise die können sogar nachgeriegelt werden. Genau, die werden bei uns auch in den Aufbauinspektionen werden die auch kontrolliert und müssen dann bei Bedarf auch nachreguliert werden. Wie schon gesagt, für Karthago ist der Möbelbau einer der obersten Prämissen, wo wir sagen, das muss einfach perfekt sein. Das ist der Anspruch, den wir einfach haben. Und deswegen bauen wir auch da Dinge ein, dass wir auch, wenn ein Fahrzeug mal 15 oder 20 Jahre alt ist, dass wir immer noch einen optimalen Möbelbau draußen beim Kunden haben. Der hier ist auch in Slowenien gefertigt? Der ist auch in Slowenien gebaut. Das, man muss ja sagen, Slowenien ist ja mittlerweile das Epizentrum des Reisemobilbaus. Ja, also einer der größten Hersteller kommt aus Slowenien, fängt mit A an. Und, mit Ria auf, ne? Mit Ria auf, ja. Aber nur, dass die Leute wissen, wirklich einer der größten Europa, ich glaube sogar der größte. Ich glaube auch, ja. Das ist so, also Adria baut er auch und die Slowenen können Reisemobile bauen. Ja. Also das ist, wer also da jemals drin ist, aber Karthago hat natürlich die ganze... ich sag mal, Design, das siehst du auch richtig. Das sind deutsche, für den deutschen Markt gebaute Reisemobile, was das Design angeht. Hier hast du keine Arztpraxis oder keinen, ich sag mal, Versuch hier möglichst viel, ich sag mal, ein Kunstobjekt aus dem Reisemobil zu machen, sondern es soll für lange Zeit wohnlich sein. Und das ist gelungen. Da werden gute, seriöse Fahrzeuge einfach gebaut. Du hast den Hersteller eben angeteasert. Auch da, guter Hersteller. Da werden Top-Fahrzeuge gebaut. Das kann man nicht anders sagen, weil was anderes behauptet, der weiß nicht, der hat es nicht so mit der Wahrheit. Das sind gute Fahrzeuge und nicht umsonst sind diese Hersteller auch genau in diesem Land mit diesen Reisemobilen unterwegs. Ja. Ich habe jetzt gerade, als Karthago in den Social Medias gepostet hat, Mensch, neues Werk jetzt in Slowenien erbaut, ich komme gerade nicht auf den Namen, Omros, glaube ich, heißt es, genau. Ja, warum nicht in Deutschland? Ja, ich glaube, dann werden die Autos noch teurer. Ne? Jetzt kann man natürlich immer überlegen, es ist so ein Hexenkreislauf, ein wirtschaftlicher Hexenkreislauf, aber ich glaube, das ist heutzutage so, dass halt viele Dinge halt nicht mehr in Deutschland produziert werden. Daran müssen wir uns, glaube ich, einfach gewöhnen. So, schön ist, dass ich von ganz hinten nach ganz vorne durchgucken kann und habe, wenn es mal ein bisschen regnet, nicht so einen Raum, der winzig ist. Und du kannst im Moment 8.000 € sparen, denn ihr habt ein Angebot. Du kannst diese Fahrzeuge hier für einen Aufpreis von €1 mit einer 8.000 € teuren Hubstützenanlage versehen. Das heißt, du hast ganz viele namhafte Hubstützenanlagen gekauft. Ich glaube, die Hubstützenanlage am Markt, welche ist das? Das ist die Alco Hi4, die bei uns unter allen Fahrzeugen, also alles was Karthago ist, verbaut wird, außer beim S Plus, also bei dem Iveco Daily Chassis, da verbauen wir die Anlage von E&P und die sind jetzt, wie gesagt, heute ist der 18. April, bis ungefähr Mitte Mai, ich kann jetzt nicht genau das Datum sagen, gibt es die für €1, also quasi gibt es die so mit dazu, weil wir ein Riesenkontingent davon bekommen haben. Okay. Da war auch kein Fehler dran, weil ihr so viele habt. Nee, die sind top. Ich habe einfach nur schon vor 2 Jahren mehrere hundert davon bestellt. So, bitte mal öffnen die Tür, dann zeigen wir noch gerade die Klotür. Das ist eine Besonderheit. Wenn man hier geschlossen hat und möchte aber alleine auf Toilette gehen, dann gibt es eine zweite Tür in der Tür. Da gibt es eine zweite Tür in der Tür. Ich hatte das eben schon mal, wie du moderiert hast, schon mal gezeigt. Das ist noch, wie gesagt, so eine Doppelfunktionstür. Ich könnte jetzt noch mal, das Fach kann ich auch noch zumachen hier, ich könnte jetzt hier noch mal den Toilettenraum, wenn ich denn diese Türe nutze, weil vorne jetzt Gäste oder Besuch oder wer auch immer da schläft, könnte ich hier nochmal separieren, wenn einer nachts nochmal auf Toilette gehen muss. Ich muss also dann jetzt nicht... Macht ein großes Geschäft, der andere muss der nicht mitkriegen, was ich da gerade produziere. Okay. Ein Sog gibt es auch auf Wunsch? Das ist serienmäßig bei uns. Was ist ein Sog? Erklär mal. Sog, das ist ganz einfach. Wir haben an der Kassettentoilette, das kann ich gleich noch mal ganz schnell zeigen, haben wir einen kleinen Schlauch dran. Oben auf dem Dach sitzt ein kleines Kaminchen. Während der Fahrt entsteht an dem Kamin ein Unterdruck, eben durch die vorbeiströmende Luft und saugt mir die Dämpfe, die in der Kassettentoilette sind, nach außen ab. Theoretisch könnte ich da also auch schon mal ohne Toilettenchemie arbeiten. Wenn ich aber jetzt ein Geschäft tätige und mache den Riegel auf von der Kassettentoilette,
Kassettentoilette, um das Geschäft eben zu tätigen, geht automatisch ein kleiner Motor an, der ebenfalls das Gleiche simuliert, nämlich erzeugt Unterdruck in der Kassettentoilette und lässt die Abgase oben übers Dach dann dementsprechend entweichen. In der Praxis stinkt's nicht. In der Praxis stinkt nichts. Es stinkt nichts. Ganz genau so ist das. Also ich nutze bei mir keine Toilettenchemie, genau aus dem Grund. Also Sog ist eingebaut, muss man Sehr. da nicht zwingend haben. Dadurch, dass nichts stehen kann auch kein Druck entstehen. Genauso Das ist ja das Problem. Die bläht sich auf, die Kassette. Ja, schon Bilder gesehen. Du gehst dann zum Entleeren, hast es im Gesicht. All das ist bei euch serienmäßig. Serienmäßig, dass es nicht so ist, dass es Druck aufbaut, ja. Also Sog eingebaut. So. Komm, wir gehen mal kurz raus. Also wir könnten jetzt noch mehrere Stunden machen, aber warum verbringen wir so viel Zeit in diesem Reisemobil? Denn die voll integrierten sind die meist abgerufenen Fahrzeuge bei uns bei German Television. Hier sieht man sehr schön, das ist der Schlauch. Genau, das ist der Schlauch, der hier angesetzt ist. Und wenn ich die Kassettentoilette entleere, dann ziehe ich den einfach ab, mache dann hier diesen Verschlussstopfen halt einfach drauf. Und dann kann ich mit der Kassettentoilette, wenn ich das möchte, noch schnell, bevor ich sie entleere, zum Bäcker gehen, die Brötchen holen, weil da sind noch mal so Rollen drunter. Und ja, das ist also eigentlich heutzutage keine große Sache mehr. Die kann man nachkaufen, Wo man, die Kassetten? Ja, genau. Also ich kann auch zwei mitnehmen. Ja, das empfehle ich auch eigentlich immer, zumindest eine Wechselkassette mit dabei zu haben. Weil wenn man mal irgendwo autark steht und hat den schönsten Ort, dann will man ja nicht unbedingt wegfahren, nur weil die Kassettentoilette voll ist. Und so habe ich dann nochmal eine Verdopplung der Autarkie, zumindest was Fäkalien betrifft, an Bord. Ja. Also eine zweite Kassettentoilette wäre jetzt eine Empfehlung von mir. Die kannst du überall im Fahrzeug verstauen. Da ist auch ein Motor drin, hier, Wo ist ein Motor drin? bei dem Sog. Ja, aber der sitzt hier, den hätten wir jetzt von innen gucken müssen. Der sitzt hier in dem Spiegelschrank in der Ecke, da ist so eine kleine Konsole da ist der Motor da. Ist der laut, hört man den? Nee, eigentlich voll. Das ist Wie so ein PC-Lüfter. Ne? ja, genau. Okay, verstehe. So, da sind wir. Das Ganze übrigens versehen mit einem AES-Kühlschrank. Fliegengitter. Fliegengitter noch. Habt ihr jetzt neu drin in den 23ern? Ne? Ja, das haben wir jetzt ganz neu. Wir haben vorher gar nicht gewusst, dass es Fliegengitter gibt auf dem Markt. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir haben schon immer Fliegengitter bei unseren Fahrzeugen überall mit drin. Und da kann auch ruhig mal der Wind da reinpfeifen, da fällt nichts um. Gut, die Seitsfenster schenken wir uns. Das sind die besten Fenster am Markt. Das Ganze heißt Chick C-Line i5.0 QBL. 155.449 €. Warum ist die Kiste so teuer, haben wir jetzt erklärt. Denn optisch ähnliche Fahrzeuge, die auch voll integriert sind, die also auch das verbaut haben. Aber es sind nicht nur Details, es sind hier grundsätzliche Unterschiede. Ich möchte noch was sagen. Ich meine, das ist verdammt viel Geld, das muss man einfach mal so sagen. Aber man muss mal schauen, wenn ich im Markt unterwegs bin und ich bin jetzt Interessent eines Reisemobils und schaue mir Wettbewerbsprodukte an, egal wie die nennen, ob die heißen, ob die mit A anfangen oder mit K oder mit H, völlig egal. Ausstattungsbereinigt sind da wirklich nur Nuancen drin zwischen den einzelnen Reisemobilen. Und dann, finde ich, entscheidet fast nur noch das Empfinden, wenn ein Kunde in so ein Auto reingeht. Wie empfinde ich das, wie wirkt es auf mich? Das sind dann die kaufentscheidenden Argumente und wie ist natürlich die Verarbeitung. Und ich glaube, da haben wir mit Carthago in den letzten Jahren wirklich einen verdammt guten Lauf, dass einfach unser Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das ist auch so. Ja, der Mercedes-Benz, den sieht man hier beim vollintegrierten, der sieht dann so aus, optisch, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, besonders firm ist in Sachen Carthago, sieht der eine aus wie der andere. Das heißt, hier ist jetzt ein Fiat Ducato 8 oder 9 drunter und hier ist ein Mercedes-Benz Sprinter drunter. Kann man den jetzt auch mit Mercedes kriegen, den kleineren, den C-Line? Ja, natürlich, selbstverständlich. Du hast ja gerade schon davon gesprochen, hier nebenan steht ja schon ein C-Line. Ist auch ein C-Line. Ja, das ist auch ein C-Line. Auf Mercedes-Benz, das ist aber jetzt natürlich ein Dreiachser, das sind 5.9, also mit längs Einzelbetten. Ich meine, wir können jetzt cutten. Gut, der kostet ja fast 50.000 € mehr. Ja gut, okay, dafür kriege ich ja auch 2 Meter mehr Wohnmobil. Ne? Also Aber länger ist nicht immer besser. Wir rechnen Wohnmobil, rechnen wir jetzt nur noch in Meter. Wie Küchen bei Möbelmax. Möbelmax, genau. Nein, also Länge läuft. Jetzt hast du hier einen Dreiachser. Ja, das ist nochmal eine andere Dimension in Sachen Fahrkomfort. Auf der Autobahn ist so ein Auto natürlich wirklich wie ein ICE unterwegs. Aber der fährt auch der andere. Da gibt es auch wieder Vor- und Nachteile. Aber da kann ich wirklich nur darauf hinweisen, ich habe jetzt, das ist jetzt vielleicht 3-4 Monate online, habe ich mal einen großen Fahrwerksvergleich gemacht. Da haben wir wirklich einen Zweiachser Frontgetrieben genommen. Also ein E-Line Zweiachser, ein E-Line mit 3 Achsen und dann noch als Highlight dann den S Plus mit dem Iveco darunter. Und man wird es nicht glauben. Und die Leute, die jetzt gleich gerade wieder sagen, ja, beim
Dreiachse habe ich aber einen größeren Wendekreis. Schaut euch das Video an auf meinem Kanal. Womo Scout, der große Fahrwerksvergleich. Der Dreiachser hat tatsächlich den kleinsten Wendekreis. Das glaubt man nicht, es ist so. Wenn ich die Fahrzeuge kaufen möchte, wo fahre ich denn hin? Ja, natürlich zu uns, zum Carthago Center West, Marin-Caravaning, hier in Aldenhofen bei Aachen. Wir liegen ja 800 Meter von der A44 entfernt. Und im Internet findet man uns unter www.carthago-center.de oder halt unter Facebook unter Marin-Caravaning. So, wenn ich jetzt aus dem Osten komme, dann fahre ich nicht zum Carthago Center West. Ja, natürlich, wenn ich aus dem Osten komme, fahre ich erst recht zum Carthago Center West, weil wir haben hier ja viel mehr zu bieten, als wir nur das Carthago Center. Wir haben eine sehr schöne Region hier, die ist natürlich im Osten auch wunderschön, aber ich finde so dieser Ost-West-Transfer, der muss einfach sein. Weil vielen Leuten nicht klar ist, du hast ja West, es gibt kein Nord, Süd oder Ost. Nein, wir sind, soweit ich weiß... Hast du jemals dran gedacht, dass die Leute denken könnten, es gibt ja noch ein Nord, Süd und Ost? Nee, das tatsächlich nicht. Ich glaube es auch nicht, dass es das nochmal geben wird, dass man in der Namensfindung eine Himmelsrichtung mit reinsetzt. Ja, das Carthago Center West... Ja, es ist so. Im Westen Deutschlands. Ja, so. Und auch mit der geilsten Webseite carthago-center.de. Der Name ist einfach Programm. Tschö. Danke, ciao, tschüss.